W latach 1820-1827 w Krościcach przeprowadzono komasację gruntów. Dokumenty do tego procesu znajdują się tutaj w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Akta te wypełniają 6 grubych teczek. Zanim przeanalizujemy ich zawartość, musimy opowiedzieć, na co ta komasacja gruntów polegała i co mu była potrzebna. Die Ackerfläche, die Wiesenfläche hat sich im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte sehr stark verändert. Das heißt, man hat mal da ein Stück dazu gekauft, man hat mal hier was verkauft, man hat mal da was gekauft. Höfe vererbt worden sind, manchmal an 2 Söhne oder an 2 Kinder. Und diese Entwicklung führte dazu, dass die Gesamtfläche der Landwirtschaft ein Flickenteppich war. Man hat ein schmales Stück hier gehabt und ein schmales Stück da. Und diesen Flickenteppich zu bewirtschaften, das ging einfach irgendwo nicht mehr. Wenn ein Landwirt, weiß ich, 10, 15, 20 verschiedene Ackerflächen hatte, die nicht zusammenhängend waren, das war sehr umständlich, sehr aufwendig, sehr teuer letztendlich auch, das nun kleinflächig zu machen, sodass die Vorstellung war, wir müssen diese Ackerflächen vereinigen. Wenn man ein großes Stück Acker hat, ist das leichter mit dem Pferd und mit der Ecke zu pflügen oder zu bearbeiten, als wenn man überall ein kleines Stück nur hat. Das Problem war nun allerdings, den Ausgleich zu finden. Und da sind Kommissionen über die Dörfer gegangen, haben die Ackerflächen aufgenommen, ihre Größe und ihre Qualität. Bei den Wiesen haben sie das auch gemacht. Sie haben das in gute, in mittlere, in schlechte Bonität eingeteilt, in erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse. Wobei eben in Kroschütz aufgrund des guten Bodens die Ackerflächen meist in der besseren Klasse waren. So, dann hat man gesagt, okay, wir müssen das irgendwo ausgleichen. Und dann wurde das in einen Wert umgerechnet und dann wurde eben der Besitz eines jeden Landwirtes hochgerechnet, wie viel Taler ist der Wert. Und dann musste er eine Ackerfläche von gleichem Wert bekommen. Und dann wurde wieder geguckt, welcher Acker könnte das sein, muss ja alles zusammenhängend sein, welchen Wert hat das. Und dann wurde das irgendwie versucht auszugleichen, dass man eben das, was man abgab, den Wert hatte von dem, was man bekam. Natürlich führte das zu ganz erheblichen Streitigkeiten, weil man sich in der Bewertung des Bodens nicht unbedingt so einig war. Aber letztendlich hat das, wenn auch mit Schwierigkeiten, aber über die Jahrzehnte betrachtet, doch wohl überall im Großen und Ganzen funktioniert, dass dann Ausgleich geschaffen wurde, dass dann eben die Landwirte zusammenhängende Flächen bekamen, die sie besser bewirtschaften konnten. Nach den Ackerseparationen ging das natürlich wieder von vorne los. Es wurde verkauft und es wurde gekauft. Und es wurde nicht an der Grenze des eigenen Ackers gekauft, sondern es wurde woanders gekauft und dass das Problem dann später wieder auftauchte, im Grunde genommen. Aber man hatte erstmal eine sehr, sehr lange Zeit mit dieser Ackerseparation eben dann doch glücklich gelöst, indem die Äcker vereinigt worden sind und die Wiesen auch. Z aktów dotyczących krościckiej komasacji gruntów wynikło, że ziemie uprawne i łąki gburów podzielone były na jeszcze więcej kawałków. Niektórzy mieli grunta podzielone na 70 pojedynczych parceli. Tu widzimy wypisane własności ziemskie gbura Johanna Gamrota, podzielone na 52 kawałki. To zestawienie pochodzi z dysertacji Herberta Schlengera, o której my go dali w filmie zatytułowany Jak i kiedy powstały Krościce. W trakcie procesu komasacji gruntów spisano i ponumerowano wszystkie parcele. Ją się wychował na Dąbrowie, to obejrzymy, jak to wyglądało na moich sąsiednich polach. Spisane parcele na Dąbrowie, a było tego ponad 170 morgów, dostały numery od 452 do 511. Na 39 odnotowanych wtedy krościckich gburów OZ 35 miało tu jakieś swoje ślizyki ziemi. Większość z nich po 2, niektórzy 3, a Pietroń nawet 4 kawałki. Jak wszystko było spisane i ponumerowane, to policono wiele każdy gbur miał ziemi i jakiej jakości. A tak ten podział gruntów wyglądał wtedy w rzeczywistości. Jak już wszystko było spisane, to jak wyglądał ten proces dalej? No wtedy zdecydowano, że rozliczymy od każdego wkład, ile ma dotychczas i rola już była podzielona na trzy klasy i wtedy już było coś w rodzaju morgi przeliczeniowej i proporcjonalne każdemu dano. I oczywiście sprawiedliwości nie mogło być, bo ci
mój ojciec to nazywa przy korytku. Reki dostały stołów, łubie, to jest lepszą rolą i blisko moi. A inni moi dostali daleko. I wtedy ci daleko zdecydowali, ponieważ na pole małymi forkami dużo się jeździło, a do wsi mało, to zdecydowali się przenieść i to było przekleństwo. Przekleństwo, bo na przykład prąd 32 lata później jak normalny, ze wszystkimi konsekwencjami. Tutaj przerwiemy, bo to już jest temat na film o krościckich przysiłkach.